Diese Woche zeige ich euch, wie ihr eine Tressenperücke herstellen könnt, indem ihr ein Käppchen näht und die Tressen darauf aufnäht. Es gibt in meinem Kanal schon ein Tressenperücken-Video mit einem gehäkelten Käppchen. Das hier ist jetzt eine andere Methode, die sich gut eignet, wenn man nicht häkeln kann, und man bekommt auch ein sehr schönes Ergebnis. Was ihr dazu braucht, ist natürlich einmal Tressen. Diese hier sind selbst hergestellt. Man kann die auch kaufen, das empfehle ich aber nicht, weil dies meistens aus China kommt und man dann natürlich nicht weiß, wie die Tiere gehalten werden. Das heißt, ich empfehle, die Tressen selber herzustellen, und wie das geht, dazu findet ihr auch ein Tutorial in meinem Kanal. Das verlinke ich euch auch unter diesem Video. Dann braucht ihr ein Stück rechteckiges Trikot, und zwar von dem festeren, den man normalerweise für den Körper nimmt. Und der sollte in der Breite eurem Kopfumfang plus 2 cm entsprechen und in der Höhe circa dem halben Kopfumfang. Dann braucht ihr Nylbondgarn, das zum Trikot passt, und Nylbondgarn, das zu den Haaren passt. Bei mir ist es jetzt zufällig dieselbe Farbe, aber wenn ihr jetzt dunkles Haar habt zum Beispiel, dann braucht ihr eine zweite Rolle. Dann braucht ihr Stecknadeln, eine Schere und Stylofix, oder Stylofix, das ist ein doppelseitiges Klebeband, was man zum Nähen verwendet. Das ist so 3 mm breit und genau, das erleichtert das. Es geht auch ohne, aber ich finde das damit deutlich leichter, eine schöne Perücke zu nähen. Und wir starten damit, dass wir uns die untere Kante dieses Stoffs einmal mit dem Klebeband bekleben und dann umschlagen und fixieren. Und dazu sollte die Kante möglichst gerade abgeschnitten sein und möglichst im rechten Winkel zu den Rippen. Manchmal ist der Trikotstoff so ein bisschen verzogen, dann schaut, dass ihr wirklich die untere Kante im 90-Grad-Winkel zu den Rippen hier gerade abschneidet. Und ich lege mir das so hin, dass die linke Stoffseite oben liegt. Und jetzt klebe ich mir das Stylofix-Band einmal hier unten entlang der Kante fest. Das ist ein bisschen tricky, weil der Stoff sich immer so einrollen will. So, und jetzt entferne ich mir die Folie und schlage mir das einmal nach oben um und drücke das an, sodass die Kante hier fixiert wird. Und jetzt spanne ich mir das Nylbondgarn in die Nähmaschine ein und steppe die Kante hier einmal im Zickzackstich ab. Ja, so schaut es jetzt aus, und jetzt stecke ich mir die Kappe direkt am Puppenkopf fest. Und zwar lege ich mir die Puppe dafür einmal so vor mich hin und dann setze ich etwa die Mitte meines Rechtecks hier, also die Kante, oben an der Stirn an, da wo mein Haaransatz sein soll. Und wichtig ist, dass ihr die rechte Seite nach unten macht, also die linke Seite mit der umgeklappten Kante liegt oben. Und jetzt fixiere ich mir das hier einmal in der Mitte mit einer Stecknadel und lege mir das dann hier an der Seite um den Kopf, genau da, wo mein Haaransatz sein soll, und stecke mir das auch hier über den Ohren noch einmal fest, auf beiden Seiten. Und natürlich darauf achten, dass es schön gleichmäßig ist, also dass der Haaransatz gerade verläuft. Und jetzt drehe ich die Puppe um und jetzt treffen sich meine beiden Kanten hier in der Mitte, und auch da setze ich mir eine Stecknadel und stecke mir die zusammen. So. Und jetzt nehme ich mir den Stoff hier oben zusammen und stecke mir den Stoff hier entlang des Kopfes einmal ab, sodass sich hier in der Mitte quasi eine Falte entsteht. Setze die Stecknadeln wirklich direkt am Kopf hier, also hier sollte das möglichst direkt am Kopf sitzen. Natürlich ist hier zu viel Stoff, das lösen wir gleich, indem wir noch eine Querfalte stecken im zweiten Schritt, aber jetzt geht es erstmal darum, die Mitte festzustecken. So sieht das jetzt aus, und jetzt entferne ich mir hier meine Stecknadeln. Und wenn ihr die Kappe jetzt so hinlegt, dann schreiben die Stecknadeln hier einen Bogen, und genau entlang dieser Stecknadeln steppen wir uns jetzt hier einmal den Trikotstoff ab. Diesmal mit einem ganz normalen Geradeausstich, nicht mit einem Zickzackstich, sondern dem Standardstich bei 2,5 mm. Ja, so schaut es jetzt aus, und jetzt schneide ich mir hier die Nahtzugabe zurück, beziehungsweise schneide mir den Stoff entlang der Naht ab, schön knappkantig, also so bei 0,3 mm circa. So, und jetzt stecke ich mir das nochmal auf dem Kopf fest, genauso wie eben, einmal an der Stirn und einmal über den Ohren. Und jetzt haben wir hier lauter Querfalten, und um die wegzubekommen, machen wir uns jetzt hier noch einen Abnäher. Das heißt, ich ziehe mir den Stoff jetzt hier einmal von vorne zurück und von unten nach oben und setze mir hier wieder
2 Stecknadeln. Schaut dabei, dass die Naht hier von oben und von unten circa aufeinandertreffen in der Mitte. Und stecke mir jetzt quasi diesen ganzen überflüssigen Stoff hier weg, indem ich mir wieder direkt parallel am Kopf entlang meine Stecknadeln setze. So, jetzt entferne ich mir wieder meine Fixierungsstecknadeln. Und jetzt nähe ich mir den Abnäher ab. Das heißt, ich nähe jetzt im Standardstich entlang meiner Stecknadeln, die ich hier jetzt gerade gesteckt habe. So, jetzt habe ich das abgesteppt und jetzt schneide ich den Stoff wieder zurück, wieder bei ca. 3 mm. Und jetzt habe ich ein perfekt passendes Käppchen und das wende ich jetzt auf rechts und setze es mir wieder auf den Kopf. Hier trifft sich meine Naht nicht ganz in der Mitte, das ist nicht so schön, aber das macht nichts, weil das sehen wir später nicht mehr, weil da unsere Haare gleich drüber kommen. So, und jetzt verwende ich das Stylofix, um meine Tresse festzukleben. Das mache ich aus 2 Gründen. Einmal, weil mir die dann beim Festnähen gleich nicht verrutscht, aber auch, um zu verhindern, dass das Käppchen zu eng wird, wenn ich das nähe, weil der Stoff dehnt sich, wenn ich das Käppchen aufsetze, leicht. Wenn ich das jetzt mit dem Stylofix festklebe, dann habe ich genau die Weite vom Käppchen, die ich brauche. Das heißt, ich klebe jetzt meinen Stylofix hier genau auf die Kante. Und um das später an der Nähmaschine gut nähen zu können, müsst ihr so rum, also gegen den Uhrzeigersinn kleben. Ich fange hier hinten in der Mitte an und setze es wirklich ganz genau auf die Kante von meinem Käppchen und klebe das dann in schön engen Spiralen um den Kopf. Und zwischen den einzelnen Tapestreifen der Spirale sollten ca. 2 mm Abstand sein für eine schöne dichte Perücke. Je weiter ihr nach oben zum Scheitelpunkt kommt, desto schwieriger wird es, das Klebeband in Runden zu legen. Und wenn das nicht mehr geht, dann schneidet es einfach ab. Das letzte Stück machen wir dann freihand. Und jetzt könnt ihr euch eure erste Tresse nehmen. Achtet darauf, egal ob die selbst gemacht ist oder industriell, dass die kurzen Haare, die auf der einen Seite sind, dass die nach unten liegen. Das heißt, ihr habt dann auch nur eine Seite, mit der ihr starten könnt. Und jetzt pule ich mir hier meinen Plastikstreifen ab und klebe meine Tresse hier drauf fest. Und zwar genau bis hier hinten, bis die zweite Runde losgeht. Ich klebe das jetzt noch nicht weiter, weil das wird sonst zu unübersichtlich, sondern ich nehme jetzt hier mein Käppchen ab. Und jetzt fange ich an, das zu nähen unter der Nähmaschine. Das heißt, ich steppe jetzt hier einfach rundherum im normalen Standardstich die Tresse fest. Und wenn ich hier an diesen Punkt gelange, dann ziehe ich mir das immer Stück für Stück ab und lege die Tresse quasi Stück für Stück weiter auf das Klebeband und arbeite mich dann rundherum vor. Und ich empfehle euch dafür, das Reißverschlussfüßchen in die Nähmaschine einzuspannen, weil ihr mit dem Reißverschlussfüßchen nicht so leicht hängen bleibt wie mit dem Standardfüßchen, weil da keine Kanten dran sind, an denen sich die Haare so leicht verfangen können. So, jetzt habe ich meine erste Tresse verbraucht und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz zwischendurch, wie das aussieht. Also ich habe jetzt hier 3 Reihen, glaube ich, schon genäht. Muss immer darauf achten, dass man sich die Locken nicht hier unten mit einnäht. Das passiert manchmal. Jetzt fange ich einfach mit meiner nächsten Tresse an. Achtet wieder darauf, dass ihr die richtig rum verwendet. Das heißt, dass die kurzen Haare unten liegen. Und jetzt geht es einfach weiter. Das heißt, ich kann die jetzt einfach hier ansetzen, wo die andere aufgehört hat. Das sieht man später nicht. Und ziehe mir dann wieder hier Stück für Stück mein Tape ab und mache mir die Tresse hier fest und nähe so weiter rum. So, jetzt habe ich meine zweite Tresse festgenäht. Und ihr seht, hier oben hat sich das Klebeband ein bisschen abgelöst. Das macht aber überhaupt nichts. Ich nähe jetzt hier einfach weiter mit meiner nächsten Tresse. Wichtig ist, dass ihr beim Nähen den Stoff immer so auseinanderzieht, dass das Klebeband tatsächlich glatt liegt und nicht zusammengeknautscht ist. Wenn ich das so festnähen würde, dann wäre das am Ende zu eng für meinen Kopf. Deswegen dehnt es unbedingt beim Nähen so auf, dass das Klebeband immer schön glatt liegt. Ja, jetzt habe ich meine Tresse bis zum Scheitelpunkt oben auf der Kopfmitte aufgenäht. Und da vernähe ich die einfach ein paar Mal gut und schneide die Tresse dann ganz knapp am Kopf ab. Leider ist meine Kamera dabei ausgefallen, deswegen kann ich euch das hier jetzt nicht zeigen. Das ist aber ganz einfach, man kann nicht viel falsch machen. Und ja, unsere Perücke ist jetzt fertig. Als nächstes könnt ihr die auf den Puppenkopf nähen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert gerne meinen Kanal und vielleicht sehen wir uns dann ja nächste Woche.